Mahlzeit, mein Name ist Balfen und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Reaction. Ich bekomme ja nicht nur von euch Musik, Bands und besondere Videos vorgeschlagen. Mittlerweile bin ich auch in ein, zwei Promo-Newslettern und es werden mir auch von den Bands und Labels teilweise direkt Bands vorgeschlagen. Und da habe ich eine ganz kleine, wobei kleine Band ist es vielleicht nicht, die hat auf jeden Fall mein Interesse geweckt. Denn die Jungs und Mädels bestehen aus insgesamt 7 Leuten, gehen so in Richtung Genre Melodic Rock, Melodic Metal, mit männlichem und weiblichem Gesangspart. Und auf dem neuen Album ist wohl auch eine neue Sängerin. Ich bin sehr gespannt. Ich habe in ein, zwei ältere Stücke reingehört. Das hat sich sehr interessant angehört. Und dementsprechend möchte ich jetzt mit euch dann ja das neue Album erkunden, beziehungsweise den neuen Track. Die Jungs gibt es mittlerweile auch schon, ich glaube, fast 25 Jahre. Die haben schon 4, 5 Alben rausgebracht. Von daher gesehen bin ich ja sehr gespannt, wohin die Reise geht. Und sie haben ein kleines Grußvideo mir zukommen lassen. Und die Tage gibt es auch noch ein Interview hier auf meinem Kanal. Ja, ansonsten, wer jetzt schon mehr über die Band erfahren möchte, unten sind natürlich wieder im Info-Panel alle Infos, die ihr braucht. Links zum Band-YouTube-Kanal, zu Instagram und ansonsten werdet ihr den Rest bestimmt auch schon finden. Ja, ich würde sagen, Grußvideo Marsch. Hi, ich bin Matt. Ich bin Chris von Ryzen. Hier kommt unser Video zum Lied Torn vom Album Primetime. Baltimore macht eine Reaction für uns. You fucking rocket! Viel Spaß! An dieser Stelle auch nochmal vielen, vielen Dank für den sehr, sehr netten Kontakt. Ich bin sehr gespannt, wie noch der weitere Content mit der Band abläuft. Und jetzt aber erstmal zum Musikvideo. Euch und mir wie immer viel Spaß. Ups, verklickt. Ja, Profis am Werke hier. Also, jetzt geht's los. Das Video geht 6,5 Minuten ungefähr, also von daher gesehen, ich bin mal gespannt, was da musikalisch so auch für Zwischenparts reinkommen, ne? Ist ja nicht diese Standardlänge. Und das Ganze erinnert mich gerade so ein bisschen an so ein bisschen James Bond, ne? Wenn da so diese Schatten gehen, ja, ich würde sagen, schauen wir mal weiter. Forces try to take control. I'm a kind of Dr. Jekyll, but you know my Mr. Hyde. I'm a two-faced man with the ambition to survive. I'm a kind of Dr. Jekyll, but you know my Mrs. Hyde. Two faces on a mission, I want to survive. Watch out, let's go. The transformation has begun. Just as spark of wrath and anger ignites a blazing fire.
Also bis hierhin will ich sagen, richtig cooles Musikstück. Ich mag das ja eh. Habe ich in ganz, ganz vielen Videos schon gesagt. Die Kooperation von zwei unterschiedlichen Stimmen. Ich finde, das gibt dem Ganzen mehr Sound und funktioniert auch hier richtig gut. Und was mir auch gefällt beim Sänger jetzt schon, dass er so ein bisschen die Stimme variiert. Also nicht nur in der gleichen Stimmlage singt, sondern schon leichte Nuancen. Also manchmal mit etwas tieferen, manchmal mit etwas höheren Stimme arbeitet. Genau, Sängerin hört sich auch gut an, müsste ich noch ein bisschen näher reinhören, aber ja, ich mag solche Musik. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ich mag's. The most effective medication is the power of your love. Ne, auch jetzt mit diesem so ein bisschen Growling, aber nicht irgendwie deplatziert, sondern es passte irgendwie. Hier, das meine ich mit den Nerds. Klar, Growling, weiß ich, mag nicht jeder, aber ich finde es hier wirklich gut platziert. Dieser Schmerz oder die Schmerzen halt, die erträgt man ja auch nicht still. Da ist etwas mehr Inbrunst hinter etc. Sängerin finde ich richtig gut. Also singt auf einem hohen Niveau, aber relativ gleichbleibend. Ich würde sagen, von der Stimme ist der Sänger ein ganz klein bisschen drunter, nicht qualitativ so hoch, so klar. Dafür allerdings in der Stimme finde ich ein bisschen mehr Varianz, was das Ganze wieder ausgleicht und interessanter macht. Also von daher gesehen, sehr, sehr coole Kombination der beiden Stimmen bisher. Wieder dieser James Bond Part. Hier auch nochmal ein Kompliment an das Video, an denjenigen, der Regie gemacht hat. Finde ich sehr, sehr cool mit diesen einfachen Mitteln. Ich mache nochmal hier ein Stück zurück. So mit
Between und Two Hearts und immer mit diesen beidseitigen Videohälften. Sehr, sehr cool gemacht mit sehr einfachen Mitteln. Was ich auch cool finde für ein Lyric-Video. Man sieht was von der Band, ohne dass man die Band sieht, mit diesen Schatten. Sehr, sehr cool gemacht. Ist wahrscheinlich auch ein bisschen dem Budget geschuldet, ne? Nicht ganz so großen Bands stehen natürlich auch nicht ganz so große Budgets für die Musikvideos zur Verfügung. Aber von daher gesehen finde ich das Video sehr, sehr cool umgesetzt. Unterstreicht auch an gewissen Stellen den Text visual, also visuell einfach. Und ja, ihr merkt also, so eine gewisse Begeisterung schwingt da gerade schon bei mir mit. I got two hearts, I got two souls. Auch hier wieder mit Two Hearts, Two Souls. Und man hat dann diese beiden Seiten mit diesen beiden Schattenschnitten etc. Echt cool umgesetzt für so ein in Anführungszeichen einfaches Video. Sehr schön. Can feel it in my bones. A constant back and forth. I'm torn between two worlds. Under my skin, I can feel it in my blood. It's rushing through my veins. I'm torn and still it hurts. I got two souls. I can feel it in my bones. A constant back and forth. I'm torn between two worlds. Under my skin, I can feel it in my blood. It's rushing through my veins. I'm torn and still it hurts. Ja, ich glaube, wir haben es. Wir haben hier noch ein bisschen Outro. Outro brauchen wir uns nicht angucken. Unten ist auf jeden Fall der Originallink zum Video. Damit könnt ihr das Ganze nochmal ohne mein Gelaber gucken und natürlich dann auch Outro etc. in voller Länge genießen. Ja, also was mir gerade aufgefallen ist, ich habe ja relativ viel schon im Video gesagt, aber zur Musik selber habe ich noch gar nicht so viel gesagt. Finde ich auch sehr, sehr cool. Man merkt, dieses Melodic Metal geht hier teilweise, finde ich, auch so in so ein operettenhafte Erzählung über. Also mit diesen Auf- und Abs und Drama und zwischendurch auch ein paar Soli. Sind jetzt keine Weltklasse-Epic-Soli, aber durchaus gut. Und ja, das Ganze musikalisch erinnert mich so ein bisschen so ganz entfernt, würde ich sagen. Ich glaube, das bekannteste ist so Avantasia, so eine Art Melodic Metal Operette. Und ich würde sagen, das geht so ein bisschen im kleineren Rahmen auch in diese Richtung. Und ich finde es richtig cool und gut umgesetzt. Dann eben, wie gesagt, die passende Untermalung mit dem Video und eben diesen beiden Stimmen, wo ich halt vorhin schon ganz viel zu erzählt habe. Einfach eine tolle Mischung. Also freut mich, die Jungs auch gerne mal live zu hören. Ich hoffe mal, die haben demnächst dann vielleicht auch irgendwann mal so eine Tour hier durch Deutschland. Und ja, musikalisch könnt ihr natürlich jetzt auch direkt die Mädels und Jungs wieder unterstützen. Ne? Unten sind die entsprechenden Links dafür. Ich gucke, dass ich vielleicht auch demnächst wieder zeitnah eine zweite Reaction mache. Kann es aber nicht versprechen. Wie gesagt, mein Content-Look kommt jetzt im Sommer etwas unregelmäßiger. Ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür. Euch schon mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, dranbleiben und unterstützen damit. Und ja, ich bin jetzt raus. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dahin, euer Balfemore.